literarische Wunder präsentiert. Willkommen zu unserem heutigen Video. Heute dreht sich alles um eine der süßesten Geschichten der Literatur: Charlie und die Schokoladenfabrik von Roald Dahl. Diese magische Geschichte steckt voller Überraschungen und wir haben 10 faszinierende Fakten für euch vorbereitet, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wusstest du, dass Roald Dahl die Idee für Charlie und die Schokoladenfabrik aus seiner eigenen Kindheit hatte? Als er Schüler war, erhielt seine Schule regelmäßig Schokoladenproben von Cadbury zum Testen. Das weckte seine Vorstellungskraft und so entstand die Idee einer magischen Schokoladenfabrik. Ursprünglich plante Dahl, dass Charlie Bucket ein schwarzer Junge sein sollte. Doch auf Anraten seines Verlags änderte er diese Idee. Später bereute Dahl diese Entscheidung und meinte, dass er besser auf seiner ursprünglichen Idee hätte bestehen sollen. In einer der ersten Versionen der Geschichte gab es nicht 5, sondern 10 Kinder, die die Fabrik besuchten. Doch Dahl beschloss, die Zahl zu reduzieren, um sich auf die Charakterentwicklung der 5 Kinder zu konzentrieren, die wir heute kennen. Die Oompa Loompas sahen ursprünglich ganz anders aus. In der ersten Version des Buches beschrieb Dahl sie als afrikanische Pygmäen, was später für viel Kritik sorgte. In der Neuauflage wurden sie in kleine, orangefarbene Fantasiefiguren mit grünen Haaren umgewandelt, so wie wir sie aus den Filmen kennen. Die Geschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik wurde 2-mal verfilmt. Die erste Version erschien 1971 unter dem Titel Willy Wonka und die Schokoladenfabrik mit Gene Wilder in der Hauptrolle. Die zweite, bekanntere Version wurde 2005 von Tim Burton inszeniert, mit Johnny Depp als Willy Wonka. Beide Filme bieten unterschiedliche Interpretationen, doch die magische Essenz bleibt in beiden erhalten. Es wird oft spekuliert, dass Roald Dahl sich bei der Figur von Willy Wonka von Walt Disney inspirieren ließ. Sowohl Wonka als auch Disney sind exzentrische Persönlichkeiten, die fantastische Welten für Kinder erschaffen haben. Obwohl das Buch heute als Klassiker gilt, wurde es in einigen Bibliotheken in den USA zeitweise verboten. Kritiker warfen dem Buch vor, Rassismus zu fördern und unangebrachte Verhaltensweisen zu glorifizieren. Doch die Kritik hielt nicht lange an. Charlie und die Schokoladenfabrik fand bald wieder seinen Platz in den Regalen. Der ursprüngliche Titel des Buches sollte Charlies Schokoladenjunge lauten, doch Dahl entschied sich, den Fokus auf die magische Fabrik zu legen und änderte den Titel in Charlie und die Schokoladenfabrik. Die Geschichte hat tatsächlich eine Fortsetzung. Charlie und der große gläserne Fahrstuhl setzt die Abenteuer von Charlie und seiner Familie fort, als sie mit Willy Wonka in den Weltraum reisen. Obwohl diese Fortsetzung nicht so bekannt ist, bietet sie jede Menge verrückter Wendungen. Roald Dahl schrieb die Geschichte nicht nur, um Kinder zu unterhalten, sondern auch als Kritik an negativen Eigenschaften wie Gier, Faulheit und Egoismus. Jedes Kind, das die Fabrik besucht, steht für eine dieser Schwächen, während Charlie für Bescheidenheit und Güte steht. Das waren unsere 10 faszinierenden Fakten über Charlie und die Schokoladenfabrik. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr über deine Lieblingsbücher und Filme erfahren möchtest, gib uns einen Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt süß!